Ja, hallo und willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy VII. Letztes Mal haben wir das Umland von Nibelheim von Robotern gesäubert und ja, offenbar noch nicht ganz. Kommt noch zu einem letzten Zufallskampf hier. Und nachdem wir das gemacht haben, gehen wir einfach vom Strand hier die Ecke weiter. Und dann kommt es zu einer kurzen Zwischensequenz. Der ersten von einigen heute. Where do I go from here? Can't do much when I got Cloud to worry about. And Jill. What should I do? Hey, Cisne. Been a while. Zack. The fugitive sample. Is it you? It would appear so. What did they do to you in that place? Well, this and that. So, Cisne, you're here to take us back, right? Please, just walk away. I thought we could outrun the army, but the Turks are a different story. Zack. I'm sorry. This is my job. If you want to escape, you'll have to... Step back. Next time, I'll really have to. The Turks are here too. It's too dangerous to move now. We'll rest here until morning. Then we'll leave at dawn. We'll be all right. Cisne. Wait. He's the other sample they collected at Nibelheim. Why did you come here? I told you to go away. He doesn't look well, Zack. Is he all right? Mako addiction. Severe case. The experiments, isn't it? Yeah. Hey! Sung. I've lost the target. That's how it is. So get away safely. Cisne. Thank you. Here's a present. If you think you can trust me, then use it. Sehr gut, also entkommen wir den Turks, beziehungsweise nicht wirklich entkommen, aber sowas ähnliches zumindest. Shinra makes good stuff. Das ist übrigens in der Nähe von, wo ist Red 13 zu Hause? Ich weiß gar nicht mehr, wer ist die Stadt. Nicht Fort Condor, sondern... Ach Gott, mir fällt es nicht ein. Ja, egal.
Auf jeden Fall gibt es hier nur eine kurze Zwischensequenz. Oder, ja, ihr werdet ja gleich sehen, was es genau hier gibt. Get off me! My hair! Stop pulling! When the war of the beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Cosmo Canyon ist es. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss, her gift everlasting. That's my hair! You were a test subject in Hojo's new experiment. A modified version of Genova's power runs through you. What? Seriously? No way. He just ate my hair. Your cells will be my gift of the goddess. The degradation will cease. You are twisted. The monster has been harvested and can be discarded. You're the monster. Legend shall speak of sacrifice at world's end. The wind sails over the water's surface, quietly but surely. So, und das ist gleich mal der nächste Bossgegner, wobei man nicht wirklich sagen kann, dass es ein Bossgegner ist. Er ist zwar etwas stärker und... aber... ja. Schauen wir mal. Das erste, was wir machen wollen, ist natürlich Ball zaubern. Dann werden wir versuchen, ihm was zu stehlen. Der zaubert nämlich unangenehmerweise Folger. Und das ist schon sehr nervig, weil wenn dann 3 Folgerbälle treffen und man bekommt alle voll ab, sind das glaube ich 1200 bis 1300 Schaden. Und das muss ja auch nicht unbedingt sein, also. Kein Level-Up, na dann. Noch dazu hat er so einen komischen... ah, sehr gut. Blitzker zaubert auch, und Eisker auch, allerdings meistens zaubert er Folger. Sind natürlich alle sehr nervig, außer wenn man es wollt, dann ist es nicht so tragisch. Und am besten natürlich, wie immer, ausweichen den Schlägen und den Zaubern und dann einfach draufhauen. Er hat 65.000 AP, das heißt, es wird einige Zeit dauern, bis er weg ist. Es sei denn, ich bekomme ein volles Limit mit... nein, offenbar nicht. Ja, zum Beispiel, also die Limits, die öfter Schaden machen, auf denen sind natürlich jetzt deutlich besser, also so wie der 8-Streifer oder der Schlaghagel. Weil der Meteoritenschauer macht, glaube ich, nicht mal genau 10, ne, er macht fast 10.000 Schaden. Also natürlich deutlich weniger, als wenn ich 8 oder 10 Mal mit 3000 Schaden zuhau. Ja, das Ausweichen ist nicht ganz einfach immer. Man muss das teilen. Der Schaden kommt früher, als man erwarten würde. Das heißt, es geht sich immer nur ein Hit aus. Nicht gierig werden hier. Und einfach weiterstehen. Ich habe ein Gebirgs-Schokobo-Armband gestohlen, glaube ich. Ja. Allerdings, ja, das brauchen wir vielleicht später zum Fusionieren. Ich glaube, wir brauchen es gar nicht. Wir haben zu wenig und die sind schlecht zu farmen. Also können wir. Ist nicht so wichtig, ob er hier steht oder nicht. Ich sehe gerade, der zaubert gar nicht Eisker. Er zaubert nur Folger und Blitzker. Ja, das Motorrad haben wir übrigens von Sisney bekommen, falls das nicht klar war.
Und jetzt geht's weiter Richtung Midgar. Aber bevor wir dorthin kommen, gibt es noch einen kurzen Zwischenstopp. Und zwar in... Wo sind wir leicht? Oh, wir sind in Zacks Heimat. Und das ist natürlich nichts anderes als Gongaga. Auch hier war der Reaktor schon kaputt, also vielleicht erfahren wir hier jetzt etwas mehr darüber, was dem Reaktor wirklich zugestoßen ist oder was da los war. Ja, aber zumindest beim Reaktor können wir uns umsehen, oder? So, nachdem wir... Ja, hoffentlich geht es seinen Eltern gut. Das sehen wir alles später dann. Zuerst schauen wir uns beim Reaktor selbst um. Jetzt habe ich, glaube ich, schon dreimal das Dorf erwähnt. Einmal, er soll nicht hingehen. Das zweite Mal soll er vielleicht hingehen. Das dritte Mal, er sollte hingehen. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir Zack in letzter Zeit schizophren vor. Abgesehen davon, dass die Haare-Szene mit der vorigen Zwischensequenz ziemlich lustig war. Das mit dem Haare-Essen. Er hat gerade meine Haare gegessen. Boah. Ja, wie auch immer. Da gibt es einen Typen, den sprechen wir gleich mal an. Der hat hier 3 solche Schatzkisten oder Versorgungskisten herumliegen. Allerdings sind sie jeweils durch irgendwas versperrt und wir müssen quasi zuerst die Barrikaden mit dem Schwert aus dem Weg räumen und dann können wir uns die Kiste holen. In den Kisten selbst sind eine Hypnokrone, 6000 Kill und Osmose. Allerdings ist, glaube ich, zum Schluss auch ein Greif drin, der rauskommt aus der Kiste. Ja, wir werden das gleich sehen. Also die Schätze hier sind nicht so extrem wichtig, aber man sollte sich doch mitnehmen, wenn man schon mal dabei ist. Auch wenn die Zwischensequenzen zum Aufschlagen der Barrieren doch sehr lange dauern. Die letzte Kiste hier. Und wenn ich mich recht erinnere, wenn ich die Kiste jetzt aufmache, muss ich gar nicht aufmachen, sie geht automatisch auf. Und dann greife heraus. Genauso wie vorher, wie letztes Mal Volt-Zaubern. Ups, nein. Wir wollen Volt-Zaubern, weil der hat das Angriff für die sehr unangenehm sein können. Sein Federhagel ist nicht super toll, der ist sehr nervig. Und wenn uns da trifft, ist besser, wir haben Volt als nicht. Nicht, dass wir es brauchen würden. Wir bekommen eine Zeonus, die ist auch zum Fusionieren ganz gut. Und in der Kiste sollte auch noch was gewesen sein, und zwar... Ist die noch da jetzt? Ah, gar nicht. Wo ist die? Ich dachte, wir bekommen Osmose ja auch. Okay. Dann gibt's hier... Habe ich drüben was vergessen? Komisch. Ich glaube aber nicht. Egal. Eine Substanz ist jetzt nicht so wichtig. Gut. Als nächstes gehen wir einfach dem Weg entlang. Also die Karte hier schaut sehr ähnlich aus wie die Karte von Gongaga in Final Fantasy VII. Also man kann hier südlich raus aus dem quasi Reaktorbereich gehen. Allerdings, bevor wir das machen, schauen wir uns noch die E-Mails an. Wir haben nämlich 4 bekommen, soweit ich mich recht erinnere. Genau. Kunzel sagt, dass er offenbar von uns gehört hat und dass Shinra-Truppen auf uns Jagd machen. Der Reporter spricht wieder von irgendwelchen Engil-Sichtungen und dass Engil irgendwie durch Hunde angegriffen wurde. Und, keine Ahnung, also wie gesagt, ihr könnt euch das durchlesen. Dann gibt es natürlich vom Waldläuferkreis auch eine neue Mail. Dadurch, dass jetzt sich die Engil-Sichtungen verdichten, haben sich die wieder gedacht, wir können uns wieder zusammensetzen und eine Gruppensitzung machen für uns. Und dann gibt es auch wieder eine Mail von Rotleder, also dem Fankreis zu Genesis, weil es auch irgendwelche Genesis-Sichtungen gab. Wirklich nicht so wichtig. Also das soll eigentlich nur verdeutlichen, dass Genesis und Engil irgendwie nicht umgekommen sind oder zumindest noch aktiv in die Geschichte eingreifen. Naja, so, hier geht's weiter. Die
Karte ist jetzt nicht mehr ganz genauso wie in Final Fantasy VII, also die Geometrie haben sie etwas geändert. Man geht hier wieder zwar wirklich zum Dorf rauf, allerdings ist es nicht quasi in der gleichen Richtung angesiedelt wie in Final Fantasy VII, weil in Final Fantasy VII lagen ja beide, also gab es so einen Verbindungsweg zwischen Reaktor und Dorf. Ja, gleich speichern. Und der Verbindungsweg, da ging es jeweils nach nördlich, ging es da zum Dorf rauf, beziehungsweise zum Reaktor. Und wir sind also vom Reaktor nach Süden abgebogen, aber hier geht es dann irgendwie nach Osten, nach Westen zum Dorf rein. Ich weiß nicht ganz genau warum. Auf jeden Fall gibt es hier noch eine Zwischensequenz, bevor wir uns die Kiste holen können, die hier auch noch versteckt ist. Behind you. So predictable. Couldn't you guess your hometown would be the first place we'd look? Here to see your parents? Yeah, so? What's wrong with that? I see. Yeah, well, I guess you're right. It was pretty careless. We'll be going. Be careful. Security is very tight right now. Apparently, another target is in the area. Who? Angeal. I see. I see? He died by your hand. You're not surprised. I think he may have helped us escape Shinra Manor. Interesting. The sighting reports were true. But why would he come to a place like Gangaga? He came here to see you. What other reason could there be? Run away if you can, Angeal! The Turks are watching! I'll give you 10 minutes. After that, I return to the Turks. Return? Right now, I'm not in the mood. I can't bring bad news to your parents. My mom. How is she? She's worried. She thinks after all this, you won't be able to find a wife. What's up with that? They're nice people, and they're doing fine. Good. That's all I need to know. Yeah. How's your folks? I was raised inside Shinra. Hey, Cisne. Would you mind keeping my folks company for a while? All right. No problem. They'll probably ask you to join the family. Already happened. What did you say? Cisne! Not my real name. What? You have 5 minutes left. Angeal? Angeal, it is you! Hey, wait! Na, dem müssen wir doch gleich hinterher, oder? Aber nicht bevor wir uns etwas noch in Richtung Dorf umgesehen haben. Und zwar, das ist hier, das ist quasi das, hier ist der Eingang zum Friedhof und da steht auch schon die erste Hütte und so. Und da würde es eigentlich direkt ins Dorf reingehen, allerdings ist es hier natürlich abgesperrt, damit man nicht in die Versuchung kommt, doch reinzugehen. Schade eigentlich, ich hätte mich hier über einen Besuch in Gongaga doch gefreut. Kann man nichts machen. Hier bekommen wir noch ein Kopfband und da weiter vorne in der Kiste, die wir schon gesehen haben, kurz im Bild vorher, gibt es noch etwas ziemlich Wichtiges, also das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, und zwar
den Geheimagentenbedarf mal 1. Das gibt uns Zugang zu einem neuen Shop, und zwar zum, wie gesagt, Geheimagentenbedarf. Der ist deswegen wichtig, weil es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Substanzen zu erwerben, die jeweils die Chance erhöhen auf ein bestimmtes Limit. Eigentlich sind die viel wichtiger für was anderes, denn sie haben eine Stufe, also eine interne Stufe, einen Grad der Materia, der maximal ist. Das heißt, wenn ich die Materia mit irgendeiner anderen Materia kombiniere, kommt eine Maximalgrad Materia raus. Das ist jetzt noch nicht so wichtig, allerdings in der nächsten Folge werden wir dann sehen, dass wir eine neue Substanz quasi durch ein Minispiel bekommen, und die können wir in eine quasi super extrem starke Substanz verwandeln, die uns quasi durch den Rest des Spiels treiben wird. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich werde es auf jeden Fall herzeigen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es verwenden werde, weil ich glaube, ich brauche dann noch andere Substanzen, die dazwischen liegen. Ja, das ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, was wir jetzt machen, wir gehen noch zu der Kiste her. Gibt es hier noch einen Speicherpunkt? Ich glaube nicht, oder? Ja, gibt es noch ein Elixier. Dann habe ich da hinten noch was vergessen. Da müsste auch noch eine Kiste stehen. Da müsste noch ein Allheilmittel drinnen sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Naja, da hinter dem Stein ist sie versteckt. So, und mit diesem wunderschönen Ausblick auf Gongaga da, auf den Bergen, die im Gongaga umgeben, bei diesem Wasserfall, werden wir mal für die Folge aufhören. Wie es da auf den Klippen von Gongaga noch weitergeht, wen wir treffen und ob das wirklich ein Ziel waren und was die Materia ist, von der ich gesprochen habe gerade, das sehen wir nächstes Mal bei Crisis Core Final Fantasy VII. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, ansonsten Daumen runter. Wenn euch natürlich Sachen interessieren, die ich sonst mache, auf Twitter subscriben oder natürlich zu meinem YouTube-Kanal subscriben, ist auch eine gute Idee. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer natürlich viel Spaß.